Habt ihr gewusst, dass ihr nur mit wenigen Zutaten köstliches Marzipan ganz einfach selber herstellen könnt? Hierfür übergieße ich die ganzen Mandeln mit Schale mit heißem Wasser aus dem Wasserkocher und lasse es dann für circa 15 Minuten ganz vorsichtig und auf niedrigster Stufe vor sich hin simmern. Und das genaue Rezept steht wie immer unten in der Beschreibung, kommt aber auch noch mal zum Schluss, dann könnt ihr euch einen Screenshot davon machen. Bei mir passten jetzt die Mandeln in den gusseisernen Deckel von meinem Ottia-Gefäß. Das fand ich ganz schön, weil so werden sie schön gleichmäßig. Ich muss nicht so viel rühren, sondern das klappt von der Größe her wirklich prima. Und ich muss da auch tatsächlich ein Geständnis machen. Tatsächlich mag ich Marzipan eigentlich gar nicht. Also wirklich seit meiner Kindheit immer mal wieder probiert. Es schmeckt mir einfach nicht. So, und stellt euch meine Überraschung vor, als ich dann Marzipan für euch hier selber gemacht habe und dann gar nicht genug davon kriegen wollte. Also, das ist der Wahnsinn. Das ist kein Vergleich zu dem gekauften Marzipan, was ihr im Laden habt. Deswegen bin ich schon mal sehr gespannt. Habt ihr zum einen Marzipan schon mal selber gemacht und zum anderen, wie ist das für euch mit dem Geschmacksunterschied? Also, ich kann das jetzt nur von zu Hause aus sagen. Mein Mann liebt das gekaufte Marzipan und war ein bisschen überrascht über meine Variante, die ich jetzt hier selber zu Hause gemacht habe. Und aber eines unserer Kinder, das auch wie ich kein Marzipan mag, mochte es genauso und konnte auch nicht genug davon kriegen. Also, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich lasse, wie gesagt, das hier auf niedrigster Stufe da so ein bisschen hinsimmern. Habe es zwischendurch ja umgerührt, wie ihr gesehen habt. Und gleich lösen sich dann die Schalen wirklich super ab. Ganz bekannt ist übrigens das Lübecker Marzipan und einer lokalen Legende nach kommt es auch von dort her. Kulturhistoriker haben jedoch festgestellt, dass tatsächlich der Ursprung wohl eher im Orion ist. Also durch die Seidenstraße sind sie zu uns gekommen und vermutlich zuerst in Persien, dem heutigen Iran, wurde dann das erste Marzipan hergestellt. So, ich habe jetzt hier meine Mandeln abgesiebt, gebe das in ein sauberes Tuch und streife jetzt hier schon mal so ein bisschen die Schalen von den Mandeln ab. Bei mir hat es sich nicht ganz perfekt gelöst, aber das zeige ich euch gleich noch mal eben. Also viele sind schon weggegangen. Es ist tatsächlich ein bisschen Fleißarbeit. Es ist so, die Variante mit den ganzen Mandeln bevorzuge ich. So, Moment, ich zeige euch das mal hier kurz mit der Schale. Die ist locker und die kann man quasi so drehen von der Mandel und dann einfach abziehen. Passt aber auf, denn die sind nach dem Wasserbad sehr glitschig. Zack. Also, direkt über der Arbeitsfläche am besten bleiben. Wie gesagt, die Variante mit den ganzen Mandeln bevorzuge ich. Ich habe euch aber bei dem Rezept noch mit hinzugeschrieben, ihr könnt das natürlich auch mit blanchierten gemahlenen Mandeln machen, also auch ohne Schale. Da ist es aber tatsächlich so, wenn ihr fertig gemahlene Mandeln kauft, dann kann es einfach sein, dass der Geschmack nicht so toll ist, weil die natürlich länger liegen. Und wenn etwas nicht frisch gemahlen ist, dann verliert es einfach sein Aroma. Das wissen wir ja beim Pfeffer, bei der Muskatnuss und so ist es dann auch bei den Mandeln. Ich habe hier jetzt die geschälten Mandeln hier in meinen Mixer gegeben. Dafür habe ich jetzt meine Kenwood heute mal herausgeholt. Die ist super leistungsstark und kann das wirklich gut mixen. Jeder andere Mixer funktioniert da natürlich genauso. Und wenn das dann anfängt, hier schon so ein bisschen schwieriger zu arbeiten, also nicht schwieriger, aber er hat schon gut gemahlen, dann nehme ich das kurz weg und gebe dann das Rosenwasser hinzu. Das finde ich, hat wirklich ein schönes Aroma und dann noch ein wenig von dem Puderzucker. Ich will das nicht zu voll füllen, weil ihr seht das ja, es ist schon ziemlich weit nach oben gegangen. Dann mische ich das jetzt noch mal eben weiter. Alternativ zu dem Rosenwasser könnt ihr auch nur Wasser nehmen oder Wasser und Bittermandelaroma.
Das ist dann auch vielleicht Geschmackssache. Marzipan vom ursprünglichen Rezept ist quasi nur Mandeln mit Zucker. Je nachdem, wo es gemacht wird, kommen dann halt verschiedene Aromen hinzu. Ich mag das tatsächlich gerne mit dem Rosenwasser, also ich war wirklich sehr überrascht. Vielleicht ist es auch das Bittermandelaroma, was ich nicht so mag beim Marzipan, aber das stelle ich mir jetzt wirklich einfach selber her. Und von der Menge hier habe ich tatsächlich 720 Gramm Marzipan bekommen und es hält sich circa 2 bis 3 Wochen im Kühlschrank schön zugedeckt. Also ich werde das nie wieder kaufen und da wird es natürlich häufiger was geben. Vielleicht dann jetzt auch einen schönen Marzipanstollen. Auf jeden Fall sind da Mandelhörnchen mit dabei. Das kann ich euch schon versprechen. Die sind in Arbeit. Also lasst euch da überraschen und schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr gerne mit Marzipan esst. So, hier kommt jetzt der letzte Schwung mit Zucker. Ich habe es immer so schubweise vermischt und ihr könnt es sehen, die Masse ist schon richtig schön geworden. Also es ist einfach wichtig, so einen leistungsstarken Mixer zu haben, der auch hier bei so festen, klebrigen Massen richtig gut arbeitet. Und wenn das Ganze dann fertig gemischt ist, dann könnt ihr das Ganze entnehmen und guckt euch das mal an. Also, wie gesagt, meine Marzipanphobie hat ein Ende. Ich esse es jetzt total gerne, zumindest wenn es selbstgemacht ist. Und ja, natürlich ist es einfacher, Marzipan zu kaufen. Aber bitte probiert es wenigstens einmal aus. Es ist super einfach und so lecker. Also, ihr hört mich wieder schwärmen, aber es ist einfach so. Selbstgemachte Lebensmittel zu Hause. Und da hört es nicht beim Hefewasser, Sauerteig und Lieviti Tomate auf, sondern auch solche Kleinigkeiten machen das Leben einfach schöner. Und auch mit einem Vollzeitberuf lässt sich das machen. Entschleunigt sonst auch ein bisschen in der Weihnachtszeit, backt vielleicht ein Blechplätzchen weniger und genießt die Zeit mit euren Lieben. Ich decke das Ganze hier jetzt ab, wünsche euch eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Hier sind noch weitere Videos für euch, in denen wir uns dann wiedersehen. Und bis dahin, liebe Grüße, eure Emma.